Hi, ich bin Nina, ich bin Psychologin und ich möchte heute über das Thema Schlaf sprechen. Und zwar möchte ich dir 4 konkrete Tipps mitgeben darüber, wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Ja, mein Opa hat immer gesagt, Schlafen ist eine Kunst und damit hat er so ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn wir nicht gut schlafen können, weil wir entweder Einschlafprobleme haben oder Durchschlafprobleme haben, dann kann uns das den letzten Nerv rauben. Sorgen, Ängste, vielleicht auch ein Gefühl von innerer Unruhe werden dann gerne noch getoppt von der Angst, nicht einschlafen zu können und von der Angst, was wir, wenn wir in den nächsten 5 Minuten nicht einschlafen, den nächsten Tag nicht bestreiten können. So entsteht natürlich ein ganz wunderbarer Teufelskreis aus Druck und Stress und das Einschlafen bleibt für den Moment eine unbeherrschte Kunst. Dieses Video ist für dich, wenn du Durchschlafprobleme hast, weil du einen sehr vollen Alltag hast. Während es bei langanhaltenden, schwerwiegenden Schlafstörungen wichtig ist, körperliche Ursachen auszuschließen, geht es heute um Schlafstörungen, die psychische Ursachen haben. Zum Beispiel für Menschen, die 8 Bälle auf einmal in der Luft halten und einen sehr vollen Terminkalender haben. Hier erfährst du, was die Schlafstörung bedingt und natürlich auch, was du tun kannst, um wieder besser schlafen zu können. Und wir können damit einsteigen zu sagen, dass Schlaf ein Stück weit unseren Alltag oder unseren Tag widerspiegelt. Bei vielen Menschen zeigt sich schlechter Schlaf als Zeichen von Überlastung und Ängsten. In Zeiten mit viel Stress, unvorhersehbaren Ereignissen oder großen Belastungen fällt es vielen schwer, abends zur Ruhe zu kommen. Und das ist kein Wunder, denn unser Geist hat sich dazu entwickelt, Herausforderungen oder potenzielle Gefahren auf dem Schirm zu haben. Alles andere wäre lebensbedrohlich gewesen. Das heißt, wenn dich dein Kopf nachts weckt mit einem kleinen, vielleicht auch einem großen To-Do, was noch nicht erledigt ist, dann macht dein Kopf hier vor allem eines, nämlich seinen Job. Denn oft gab es vielleicht am Tag keine Gelegenheit, sich mit diesem Anliegen bei dir zu melden und bei dir Gehör zu finden. Und wenn es Perioden in deinem Leben gibt, wo du eine hohe Belastung hast, zum Beispiel hin zum Jahresabschluss oder vielleicht auch bei einem Projektabschluss oder bei einer stressigen Phase in einem Projekt und dann mal phasenweise nicht so gut schlafen kannst, ist das zwar super unangenehm, aber langfristig hast du da keine gesundheitlichen Folgen zu erwarten. Schwierig wird es, wenn eine dauerhaft hohe Belastung besteht und die guten Routinen, die dir helfen, gesund mit Stress umzugehen, wegzufallen. Solltest du also nicht gut schlafen können, dann würde ich dich einladen, mal zu überprüfen, ob sich in deinen Alltag was eingeschlichen hat, was vielleicht beachtet, angeschaut und bei Bedarf verändert werden möchte. Ansonsten habe ich 4 weitere Tipps für dich, wie du guten Schlaf ermöglichen kannst. Ja, und was du tun kannst, um eine Durchschlafbeschwerde in den Griff zu kriegen, ist, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben keine direkte Kontrolle darüber, ob wir einschlafen oder ob wir nachts nicht aufwachen, ob wir durchschlafen. Wir haben aber durchaus Kontrolle über den Rahmen, den wir zum Schlafen schaffen. Und hier können wir ansetzen. Und mein erster Tipp dazu ist, dein Bett wieder zu deinem Safe Space zu machen. Dein Bett sollte vor allem 2 Dingen dienen. Erstens Sex und zweitens Schlaf. Und diese beiden Dinge sollten Erholung bringen, angenehm sein, dir Freude bereiten. Das bedeutet wiederum, dass alles, was belastend oder unangenehm ist, nicht unbedingt seinen Platz in deinem Bett finden sollte. Und bei meinen Klientinnen sehe ich diesen Punkt an 2 Dingen scheitern. Das erste ist der eigene Handygebrauch im Bett. Zum Beispiel, um abends nochmal Social Media zu checken oder um morgens schon aus dem Bett heraus Nachrichten zu lesen oder vielleicht sogar schon Mails zu lesen oder auch den Tag mit Social Media zu starten. Und der andere Punkt ist, dass viele Klientinnen in meine Sitzungen kommen mit der Beschwerde, nachts nicht durchzuschlafen, nachts wach zu liegen, sich zu sorgen und zu grübeln. Was natürlich keine angenehme Angelegenheit ist und im Endeffekt dazu beiträgt, dass wir unser Bett mehr und mehr mit Problemen oder Herausforderungen assoziieren. Und die Konsequenz daraus ist, dass Ein- und Durchschlafbeschwerden dadurch verstärkt werden. Und was viele dann machen, wenn sie wirklich Durchschlafstörungen haben oder Einschlafstörungen haben, ist, dass sie das ins Bett gehen, immer weiter nach vorne ziehen, in der Hoffnung, irgendwie genügend Schlaf zu bekommen. Gehen sie vielleicht schon ins Bett, wenn sie noch gar nicht müde sind. Was aber wiederum die Zeit, in der Menschen wach liegen, vergrößert und natürlich auch die Assoziation zwischen etwas Unangenehmem und dem eigenen Bett und Schlafen fördert. Und wie kommen wir da raus? Indem wir unser Bett wieder zu unserem Safe Space machen. Zum Einschlafen was zu lesen oder vielleicht auch einen Podcast zu hören, kann helfen.
wenn diese Lektüre oder der Podcast zwar interessant ist, aber nicht so spannend, dass man vor Spannung eben kaum einschlafen kann. Das kann unserem Geist, der von Natur aus rastlos ist und schweift, helfen, einen kleinen Fokus zu haben, an dem er sich festhalten kann und gleichzeitig auch beruhigend und schlaffördernd wirken. Vielleicht möchtest du auch wieder dahin zurückgehen, dir einen ganz klassischen Wecker neben dein Bett zu stellen, sodass du dein Handy gar nicht erst mit ins Bett nehmen musst und dir so ein bisschen Ruhe sowohl vorm Einschlafen als auch am Morgen gönnen kannst. Ein anderer Punkt ist das nächtliche Aufwachen. Hierüber haben wir, wie gesagt, keine Kontrolle und es gehört zum normalen Schlaf dazu, mehrmals in der Nacht aufzuwachen. In der Regel schlafen wir wieder ein. Wenn wir merken, dass wir nicht wieder einschlafen, ist es wichtig, das eigene Bett zu verlassen. Und dafür empfehle ich, dass du dir einen angenehmen Ort vorbereitest. Das kann ein Sessel sein oder dein Sofa, wo du dir vielleicht eine Decke breitlegst, wo es eine schwache Beleuchtung gibt und wo du es dir gemütlich machen kannst, vielleicht was lesen kannst, vielleicht auch was schreiben möchtest, bis du wieder müde wirst und auch erst dann wieder in dein Bett zu gehen. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist, wieder mehr auf Ausgleich und Pausen zu achten. Es gibt ein ganz spannendes Buch von Emily Nagoski, das sich Stress nennt. Und sie beschreibt darin, dass wir zwar den Stressor, also zum Beispiel das Projekt oder eine Herausforderung oder eine Aufgabe, vor der wir in unserem Leben stehen, nicht auflösen können, zumindest nicht sofort auflösen können, dass wir aber durchaus den Stresszyklus, der durch diesen Stressor ausgelöst wird, tagtäglich beenden können. Und damit ist gemeint, dass wir Ausgleich suchen. Das kann zum Beispiel Sport sein, das kann aber auch eine Umarmung sein, eine lange, das kann eine Wechseldusche sein, das kann Singen im Chor sein oder ein Spaziergang. Und es ist wichtig, dass du die Dinge, die dein Leben lebenswert machen, die dir Freude geben, auf einer tagtäglichen Basis in dein Leben integrieren kannst. Also alles, was entweder deinen Puls in die Höhe treibt, was dir Freude macht oder was dir Entspannung bringt. Etwas davon sollte irgendwo in deinem Alltag seinen Platz finden. Pausen sind keine Belohnung, sondern eine Notwendigkeit, um fokussiert arbeiten zu können. Und dabei ist vielleicht noch wichtig zu beachten, dass ich oft mit Menschen arbeite, die einen hohen Anspruch haben und vielleicht den Gedanken in sich tragen, wenn ich jetzt keine Dreiviertelstunde joggen gehe, dann kann ich es mir auch ganz schenken. Und das ist so nicht richtig. Jedes noch so kleine Etwas, das dir ein Stück weit Pause, Erholung verschafft, ist wertvoll. Also geh lieber 5 Minuten spazieren, statt weiter am Laptop oder am Computer sitzen zu bleiben und weiterzuarbeiten. Mein dritter Punkt ist der bewusste Umgang mit Licht und auch mit Bildschirmen. Unser zirkadianer Rhythmus wird unter anderem auch von dem Licht, was wir durch unsere Augen empfangen, mitbestimmt. Und wir brauchen eine Menge Licht am Morgen, um diesen Rhythmus in den richtigen Rhythmus zu bringen und damit Hormone freigesetzt werden, die dafür sorgen, dass wir uns am Tag wach fühlen, abends aber auch wieder müde werden. Das heißt zum einen, dass es sinnvoll ist, morgens eine Zeit zu finden, 5 bis 10 Minuten, in denen du am besten natürlichem Licht ausgesetzt bist. Das kann zum Beispiel der Weg zur Arbeit sein, den man zu Fuß oder mit dem Fahrrad geht. Zum anderen ist es auch wichtig, dass wir abends das Licht, das wir empfangen, einschränken. Was wiederum bedeutet, dass ich empfehle, dass du ungefähr eine Stunde, bevor du schlafen möchtest, schaust, dass du Bildschirme wirklich nur dann noch nutzt, wenn es unbedingt nötig ist. Mein vierter Tipp ist ziemlich simpel. Und zwar bezieht er sich darauf, einen festen Rhythmus zu finden. Idealerweise stehst du zu einer ähnlichen Uhrzeit auf und gehst zu einer ähnlichen Uhrzeit ins Bett. Und zwar jeden Tag. Du wirst sehen, wenn du das eine Weile so machst, wachst du oft morgens schon vor deinem Wecker auf und fühlst dich einigermaßen ausgeschlafen. Das heißt, wir können schlussfolgern, dass Schlaf in der Regel kein isoliertes Problem ist, sondern mit dir und deinem Alltag, deinem körperlichen, auch deinem geistigen Zustand zusammenhängt. Und wie ich beschrieben habe, entsteht dieser Teufelskreis aus Stress und Druck oft dadurch, dass wir unserem Gehirn tagsüber wenig Gelegenheit geben, sich zu erholen oder vielleicht auch mit tiefer liegenden Herausforderungen zu beschäftigen. Der Weg hinaus besteht darin, dass wir zum einen schauen, was es ist, was uns beschäftigt und zum anderen aber auch gute Rahmenbedingungen schaffen, um guten Schlaf möglich zu machen. Und Theorie in die Praxis umzusetzen kann durchaus schwerfallen, vor allem wenn man übermüdet ist. Deswegen habe ich für dich eine E-Mail-Serie entworfen, die genau hier ansetzt. Anstatt alles auf einmal zu ändern, bekommst du hier jede Woche einen klaren, praktischen, umsetzbaren Impuls, um Schritt für Schritt hin zu einem besseren Schlaf für dich zu kommen. Und solltest du nicht nur Schlafprobleme haben, sondern auch allgemein viel zu Sorgen und Grübeln neigen, dann empfehle ich dir, mein Video zum Thema Grübeln zu schauen. Ansonsten abonniere gerne jetzt gleich meinen Kanal.
Ich wünsche dir einen schönen Tag und eine schöne Woche.